Um Spiellassen geht es ja gar nicht, sondern um die richtige Balance zwischen loyal und selbstbewusst. Quasi mit den beiden Parteien, mit denen Sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben, abgestimmt im Januar mit der AfD und jetzt zuletzt dann, als es um den zweiten Wahlgang ging, nachdem der erste gescheitert war, mit der Linkspartei. Also schließen Sie aus, dass Sie in dieser Legislaturperiode zum Beispiel noch mal mit der AfD stimmen? Wir werden immer mit der SPD zusammen abstimmen. Ja. Wenn Sie mich fragen, kann ich ausschließen, dass die AfD jemals unseren Gesetzen zustimmt? Nein. Werden die Gesetze dadurch schlechter? Nein. Schließen wir haben Sie jetzt aus, dass nur Sie sowas noch mal machen wie im Januar, ein Gesetz für diese wissen, klar schließe ich das aus, weil wir in einer Koalition sind. Hey Leute, willkommen in der Realität. Vor ein paar Wochen sagte Jens Spahn noch, man sollte die AfD normal behandeln. Und jetzt? Jetzt sitzt er bei Maischberger und klingt, als würde ihm die SPD höchstpersönlich vorschreiben, was er über die AfD sagen darf. Ein peinlicher Eiertanz, der alles verrät, nur keine Haltung. 23 Jahre Bundestag und trotzdem wirkt Spahn in diesem Interview wie ein PR-Praktikant auf dünnem Eis. Ausreden, ausweichen, anbiedern. Wer sich das anschaut, versteht sofort, warum immer mehr Menschen genug haben von diesem Politikstil. Wenn ihr Klartext statt Parteigeplänkel wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung unten in die Kommentare. Auf geht's! Hallo Herr Spahn. Hallo. Herr Spahn, Sie sind in den Bundestag gekommen, da waren Sie 22 Jahre alt. Das ist jetzt 23 Jahre her. Das heißt, Sie haben den längeren Teil Ihres Lebens im Bundestag verbracht. Auch ein bisschen erschreckend? Naja, ich war mal der Jüngste in der Fraktion und im Bundestag. Das hat sich geändert. Und das manchmal denke ich, das ging schnell. Also es geht ja die Zeit dass dann Sie doch jetzt sehr, mehr Zeit sehr schnell im Bundestag als außerhalb leben. Ja. Sie sind im Zweifel auch mehr Zeit im Fernsehen als außerhalb Ihres Lebens, weiß ich gar nicht. Also es kommt da irgendwann im Leben, kommt der Moment, wo das so ist. Ja. Und klar merke ich einfach, das sind viele Jahre meines Lebens. Das hat mich geprägt natürlich, aber es ist auch irgendwie wahnsinnig schnell gegangen, weil das ist das Schöne gerade auch im Bundestag und an der Politik, es passiert so viel. Ja, deswegen gucken wir aber mal zurück 2002. Der 22-jährige Jens Spahn bewirbt sich um ein Mandat, hochmotiviert, wie man ihn kennt. Zeit für Taten sagt es eigentlich schon deutlich, dass da ein neuer Kandidat ist, ein junger Kandidat ist, einer, der anpacken möchte und der auch sagt, wir haben jetzt wirklich genug geredet in dieser Republik, auch die letzten 8 Jahre lang, jetzt muss endlich mal was getan werden. Und ich glaube, das Foto gibt das ein bisschen wieder, schwungvoll, dynamisch und der Spruch dann auch. Schwungvoll, dynamisch, das stimmt heute noch, oder? Oder wie sehen Sie sich? Zumindest sind die Jacketts etwas dunkler geworden. Ja, das ist natürlich immer alles in seiner Zeit. Damals bin ich noch, das war mein erster Wahlkampf. Da gab es auch noch kein Google und sonst was. Also so alt bin ich schon. Da bin ich mit einer Karte tatsächlich durch den Wahlkreis gefahren, habe immer gesucht, wo muss ich hin. Auf der Karte mit einem Golf 1 Cabrio. Das war mein erstes Auto damals. Ja, das war eine andere Zeit, aber die Dynamik ist geblieben und die Lust vor allem ist geblieben. Ich habe mich ja ein paar Mal geprüft auf der Strecke, vor allem nach der letzten Wahlniederlage. Ich war Minister in auch einer anspruchsvollen Zeit und habe mich natürlich gefragt, brennt da noch was? Spitzenpolitik, da musst du 150, 180%, das musst du wollen, weil das ganze Leben und übrigens auch das des Partners, der Partnerin bestimmt. Und offenkundig bin ich zu dem Ergebnis gekommen, da brennt noch was. Stand ja schon bei Ihnen in der Abi-Zeitung, die Mitschüler haben es geschrieben, Berufsziel Bundeskanzler, jetzt sind Sie Fraktionsvorsitzender. Das waren vor Ihnen schon Adenauer, 2 Wochen, Kohl, Merkel, Merz. Mit anderen Worten, Sie sind Ihrem Ziel so nah wie nie zuvor. Was macht das mit Ihnen? Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Fraktionsvorsitzender bin. Ich habe bei meiner Bewerbungsrede vor 2 Wochen, das ist jetzt auch schon alles wieder sehr schnell gegangen, gesagt, meine allererste Fraktionssitzung, da hat Friedrich Merz schon mal den Fraktionsvorsitz abgegeben. Da ist nämlich Angela Merkel Bundeskanzlerin geworden. Und ich habe daran erinnert in meiner Rede, dass wir beide uns wahrscheinlich nicht haben vorstellen können, so viele Jahre später in einer gleichen und dann doch ganz anderen Situation zu sein. Friedrich Merz gibt den Fraktionsvorsitz ab, um Kanzler zu werden.
Und ich bin auf einmal 23 Jahre später in der Chance, diese tolle Aufgabe zu übernehmen. Wer Parlamentarier ist mit vollem Herzen wie ich. Ja, aber Sie sind ja natürlich macht das auch, echt also Sie gern. sind auch ehrgeizig und das haben wir ja gerade so ein bisschen schon besprochen. Also Berufsziel Bundeskanzler ist ja nicht von ungefähr. Wie sehr kann sich Friedrich Merz auf Sie verlassen, dass Sie ihm die Mehrheiten organisieren? Ich sage mal, im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl hat es schon mal nicht geklappt. Voll und jederzeit. Also ich verstehe auch manchmal die Diskussion nicht. Friedrich Merz vertraut mir, ich vertraue Friedrich Merz, sonst würden wir das in dieser Konstellation so nicht machen. Punkt. Die kürzeste Antwort heute Abend. Was sind Sie denn in dieser Aufgabe? Wie sehen Sie sich? Sind Sie derjenige, der die Mehrheiten tatsächlich für diesen Kanzler beschafft, oder sind Sie jemand, der Fraktion spielen lässt? Um Spiel lassen geht es ja gar nicht, sondern um die richtige Balance zwischen loyal und selbstbewusst. Das ist das, was ich von Wolfgang Schäuble gelernt habe. Auch das haben Friedrich Merz und ich gemeinsam zeitversetzt. Aber wir haben beide von Wolfgang Schäuble lernen können, lernen dürfen. Und gerade Robin Alexander hat es erwähnt, in den 90er Jahren Wolfgang Schäuble, das war eine Fraktion, die jederzeit und gerade auch Wolfgang Schäuble als Person loyal war. Sonst funktioniert das auch alles nicht. Klar. Aber gleichzeitig auch selbstbewusst und auch eigene Akzente gesetzt hat. Ich sehe jetzt diese Fraktion, da bin ich mir übrigens mit Matthias Miersch, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, auch einig. Ja. Wir wollen Stabilitätsfaktoren sein in einer unruhigen Zeit. Auf diese Koalition, auf diese Regierung kommt ja richtig was zu. Es ist gerade schon beschrieben worden, Krieg in Europa, wir sind in der Rezession. Die Gesellschaft ist polarisiert, gespalten wie nie zuvor in der Bundesrepublik. Und unser Ziel ist, dass die Fraktionen im Bundestag die Ruhepole, die Stabilitätsfaktoren sind. Kohl hatte andere Mehrheiten im Parlament. Kohl hatte keine AfD im Parlament. Wenn Sie zum Beispiel nochmal eine Grundgesetzänderung anstreben wollten, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, Sie müssten mit einer der beiden Parteien, mit der Sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben, also entweder mit der Linken oder mit der AfD, diese Mehrheit suchen. Was ist dann Ihre Wahl? Wir haben eine Mehrheit für alles, was wir vorhaben. Deswegen in der sagte Regierung. ich Grundgesetzänderung, Zweidrittelmehrheiten für Richter. Wir haben nicht vor, jeden Tag das Grundgesetz zu ändern. Wir haben vor, das Land gut zu regieren. Und das heißt, Politikwechsel ab Tag 1, an den Grenzen zurückweisen. Ist gerade schon gesagt worden, das, was Begrenzen angeht, Familiennachzug einschränken, Turbo-Einbürger, also das Signal zu senden, wir gewinnen Kontrolle zurück über illegale Migration und begrenzen sie. Wirtschaftswachstum, Strom, Energiekosten runter, Abschreibungen, Bürokratie abbauen. Für die Außenpolitik, es ist 2 Wochen gerade mal her. Es fühlt sich viel länger an, dass Friedrich Merz Kanzler ist, weil er so viele europäische, transatlantische Initiativen gemacht hat. Für all das haben wir die Mehrheit, die wir brauchen im Deutschen Bundestag, und mit der werden wir regieren. Das ist ein schönes Programm, aber meine Frage lautete eben, wenn Sie doch mal eine Zweidrittelmehrheit brauchen und Sie haben jetzt zweimal quasi mit den beiden Parteien, mit denen Sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben, abgestimmt, im Januar mit der AfD und jetzt zuletzt dann, als es um den zweiten Wahlgang ging, nachdem der erste gescheitert war, mit der Linkspartei. Also schließen Sie aus, dass Sie in dieser Legislaturperiode zum Beispiel noch mal mit der AfD stimmen? Wir werden immer mit der SPD zusammen abstimmen. Nein, kann ich das ausschließen? Wenn die AfD zustimmt einem Gesetzentwurf von Union und SPD. Es geht mir um den Fall, Sie haben den mich Sie gerade- zum Beispiel im Januar gemacht Ja, haben. aber Sie müssen ja auch Ihre Sie Frage dann- genau nehmen. Ja. Wenn Sie mich fragen, kann ich ausschließen, dass die AfD jemals unseren Gesetzen zustimmt? Nein. Werden die Gesetze dadurch schlechter? Nein. Schließen Wir haben Sie aus, jetzt dass Sie nur sowas noch mal machen wie im Januar, ein Gesetz, für wo Sie diese wissen, klar schließe ich brauchen das aus, die weil wir in AfD? einer Koalition sind. In eine Koalition. Wissen Sie, wir hatten eine historische Ausnahmesituation. und die Schuldenbremse, wenn Sie die Frau reformieren wollen? Maschberg, ich will nur kurz noch einmal im Januar. Historische Ausnahmesituation in der Geschichte der Bundesrepublik, eine Regierung ohne Mehrheit. Das hatten wir vorher nicht in all den Jahrzehnten, dass eine Minderheitsregierung da ist und dass wir als Opposition gegen unseren eigenen Gesetzentwurf stimmen. Das war ja unser Gesetzentwurf. Das kann man von uns dann auch nicht erwarten, wäre auch ein komisches Signal. Jetzt Ja, haben wir es wieder gab, wie eine gesagt, es gab Regierung. einen Gesetzentwurf und einen Entschließungsantrag. Jetzt haben wir wieder eine Regierung mit einer stabilen Mehrheit. Meine Aufgabe ist, unser Ziel ist, dass wir diese Mehrheit auch haben und diese Regierung damit tragen. Und das werden wir entsprechend umsetzen. Schuldenbremse, wie gesagt, wäre ein Punkt, wo Sie eine von den beiden brauchen. Deswegen habe ich Sie nur gefragt. Ich halte aber fest, Sie wollen sich heute nicht festlegen. Ich kann mich aber festlegen an einer Stelle. Na? Wir werden mit Parteien, die pro-russisch sind, ein gespaltenes Verhältnis zur NATO und Bundeswehr haben, die nicht klar sind in der Frage der Bekämpfung des Antisemitismus, die ein anderes System wollen, die Republik nicht wollen, die Marktwirtschaft nicht wollen, die ein
nicht geklärtes Verhältnis zur Gewaltanwendung in der Politik und in der politischen Auseinandersetzung haben. Mit solchen Parteien werden wir nicht zusammenarbeiten. Also es geht nicht darum, was wir irgendwas verändern. Nein, doch, die Frage, Frau Maischberger, ist, wenn Parteien zusammenarbeiten wollen mit uns oder mit dieser Regierung, dann müssen die Bedingungen erfüllen, nicht wir. Schon klar. Aber es war nicht die Frage, ob Sie zusammenarbeiten, sondern ob Sie ausschließen, dass Sie nochmal so ein Abstimmungsverhalten machen, wo Sie am Ende dann mit der AfD gehen. Ich halte fest, Sie lassen es sich offen. Nein, Frau Maischberger, ich habe gesagt, diese Koalition wird immer zusammen abstimmen und damit wird die Mehrheit immer hergestellt werden. Warum haben Sie heute die Ausschussvorsitzende... Jetzt beantworte ich Ihre Frage klar, da darf ich sie nicht mal zu Ende beantworten. Ich hatte das Gefühl, die war schon da. Bevor Sie wieder jetzt daraus falsche Schlüsse ziehen, sage ich es noch mal klar. Ich habe es nämlich schon zweimal gesagt, aber offensichtlich war es noch nicht klar genug. Union und SPD werden jederzeit gemeinsam abstimmen und jederzeit gemeinsam eine Mehrheit haben. Und die Schuldenbremse, wenn Sie die ändern wollen, wie es im Koalitionsvertrag steht, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit. Mit wem machen Sie es dann? Es steht eine Modernisierung der Schuldenbremse im Koalitionsvertrag. Jetzt müssen wir erstmal in der Koalition Union und SPD uns einig werden, was wir damit eigentlich meinen. Das ist ja erstmal nur so ein Begriff. Und dann werden wir dem Parlament einen Vorschlag machen, der findet eine Mehrheit oder nicht. Ich halte fest, heute werden wir das nicht klären. Sie wollen sich nicht festlegen. Das heißt, Sie lassen sich eine Tür vielleicht offen. Wie ist das jetzt als Linie zu verstehen, was die Union macht? Also heute haben Sie Ihren Abgeordneten oder für die Abstimmung heute gesagt, wir wählen keinen Ausschussvorsitzenden der AfD mit den Stimmen der Unionsabgeordneten. Davor haben Sie gesagt, wir wollen die AfD eben mit der umgehen wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Warum dann doch nicht? In den parlamentarischen Abläufen. Das ist genau heute so ein Fall gewesen. Ja, aber das Zitat ist trotzdem in seiner Gänze wichtig. Wir haben es ja gerade gesehen, ja. Genau, das war auch gut. Jedenfalls ist ja darauf hingewiesen worden, Abgeordnete haben Rechte, Fragerechte an die Regierung. Fraktionen haben Rechte, um Fragen zu stellen, Anhörungen zu beantragen. Und diese Verfahrensrechte sollten wir nicht in Frage stellen. Ob es klug ist, die Frage, wer hat welchen Sitzungssaal zur Existenzfrage der Demokratie zu erklären, mache ich mein Fragezeichen. Wir werden das jetzt gemeinsam entscheiden. Ich sage aber auch, dass wir uns dabei nicht völlig wohl fühlen. Und bei der Frage der Ausschussvorsitze mit der Einstufung durch den Bundesverfassungsschutz gesichert rechtsextrem hat sich natürlich auch die Lage geändert. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Das wird jetzt vor Gericht ja auch verhandelt werden. Das Innenministerium wird das auswerten. Welche Schlüsse daraus weiterzuziehen sind, werden wir dann sehen. Aber natürlich verändert eine solche Einstufung etwas. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der SPD heute die Ausschussvorsitzenden nicht gewählt. Das sind demokratische Wahlen. Die AfD versucht ja daraus gleich wieder zu machen, das wäre undemokratisch. Nee, es sind Abstimmungen, es sind geheime Wahlen. Und wer keine Mehrheit hat, hat keine Mehrheit. Es gibt Menschen, die reden von der Methode Spahn. Die Methode Spahn sei, einen kontroversen Vorschlag zu machen, zu gucken, wie man reagiert und im Zweifel noch mal so dann anders zu sein. Also das AfD als Oppositionspartei, wie jede andere auch, das ist ein Satzbestandteil, das wir gerade gesehen haben, ist ein Beispiel. Hartz IV bedeutet nicht Armut, ist ein Beispiel. Irreguläre Migrationsbewegungen an EU-Außengrenzen mit physischer Gewalt aufzuhalten, ist ein Beispiel. Oder 23 irreguläre Migranten nach Ghana, Ruanda, Georgien, Moldawien zu schicken. Wenn wir das 4, 6, 8 Wochen konsequent durchziehen, dann werden die Zahlen dramatisch zurückgehen. Gibt es eine Methode Spahn? Sie setzen so einen Pfeil und manchmal nehmen Sie einen Teil davon wieder zurück, aber dann ist schon mal dieser Pflock im Boden gehauen. Also ich habe von keiner dieser Aussagen irgendwas zurückzunehmen. Eine Oppositionspartei wie jede andere auch? Nein, das habe ich nicht. Sie haben doch gerade richtig das Zitat an die Da ist ein Teil davon, eine Oppositionspartei in den parlamentarischen Abläufen. Minderheitsrechte. Ja gut, heute haben Sie das Fragerechte. anders gesehen. Ja, aber nehmen Sie das andere Zitat. Hartz IV ist die Bekämpfung von Armut. Hartz IV ist ein Sozialsystem, wie es wenige andere Länder auf der Welt haben. Hieß damals so, heute heißt es Bürgergeld. Wir werden es jetzt in eine neue Grundsicherung bringen. Wir geben 50 Milliarden Euro pro Jahr dafür aus. 50 Milliarden Euro ist eine der größten Ausgabepositionen des Haushaltes. Und Hartz IV heißt nicht Armut. Das ist die Bekämpfung von Armut. Ja. Dafür ist das System da. Die Frage des Schutzes von illegalen Grenzen, von Grenzübertritten, die illegal sind, das ist am Frankfurter Flughafen genauso. Wenn Sie einfach durch die Passkontrolle rennen, wird Sie jemand aufhalten. Das ist das, was ich gemeint habe. Das Bild, was man hat, ist natürlich ein anderes. Aber das machen wir aber an unseren Grenzen. Das hat begonnen mit Frau Faeser, richtigerweise. Ja. Natürlich weisen wir an unseren Grenzen zurück und wir weisen auch jemanden zurück, der trotzdem versucht reinzukommen. Er wird daran
gehindert. Das nennt sich Grenzschutz. Das Also machen Sie Staaten, stehen- seitdem es sie gibt. Und Sie haben 4 Zitate von mir gebracht und dann den Eindruck erweckt, ich würde zu diesen Zitaten nicht mehr stehen. Ich versuche Ihnen gerade zu zeigen, dass Sie ich dazu aus stehen. voller inhaltlicher Überzeugung gerade zu der Frage illegaler Migration, was ich sage, meine ich. Und das Schöne ist, wir haben jetzt im Koalitionsvertrag auch die Mehrheit, das endlich zu tun, illegale Migration nach Deutschland nach 10 Jahren endlich zu beenden, weitestgehend, und eine Asylwende zu machen. So, das ist auch ein Erkenntnisgewinn. Sie stehen zu all diesen Dingen. Migration ist ein Thema, das die Koalition jetzt ganz schnell angegangen ist, vor allem eben die Union. Zurückweisung an der Grenze, jetzt auch für Asylsuchende, kann das erfolgreich sein? Das hat Gerald Knaus beantwortet. Der ist einer der renommiertesten Migrationsforscher überhaupt. Das, was Deutschland jetzt probiert an der Binnengrenze, ist anderswo in den letzten 10 Jahren immer gescheitert. Erwartungen zu wecken und sie zu enttäuschen, ist politisch nicht klug, nützt Deutschland nichts und ermutigt nur die, die mit radikalen Lösungen, nämlich raus aus Schengen, raus aus der EU, raus aus dem Respekt für das Europarecht, derzeit erstaunlich stark punkten. Er sagt, Theaterpolitik, Armin Laschet letzte Woche nannte das hier Symbolpolitik. Reicht das eigentlich schon, um dann das Signal zu setzen? Ist das gut? Dann können wir noch mal einen Schritt zurück. Warum machen wir überhaupt, was wir tun? Wir haben jetzt 10 Jahre illegaler Migration nach Deutschland, jedes Jahr etwa eine Großstadt in unterschiedlicher Dimension. Jeder Bürgermeister kann Ihnen sagen, in den Kitas, in den Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, an jedem Hauptbahnhof einer deutschen Großstadt. Ich kann jedem mal empfehlen, in Dortmund, Duisburg, Köln, Frankfurt, Hamburg, einfach mal zu schauen, was da passiert ist in den letzten 10 Jahren. Sehen wir, so wie es ist. Wissen Sie, kann ob es einer ein jedenfalls illegaler Migrant ist oder einfach nur ein anders aussehender Mensch? Darf ich mal einmal einen Gedanken zu Ende bringen? Unbedingt. Das ist sehr nett. Dankeschön. So wie es ist, wie es seit 10 Jahren geht, kann es nicht weitergehen. Ich verstehe immer all diejenigen, die uns sagen, das ist der falsche Weg, haben irgendwie keine wirkliche Alternative im Angebot, außer alles weiter so passieren zu lassen. Und ich kann Ihnen eins sagen, Frau Maischberger, wenn es noch 5, noch 10 Jahre so weitergeht, in dieser Größenordnung illegale Migration nach Europa und hauptsächlich nach Deutschland, bei gleichzeitigem auch Sozialleistungsanspruch ab Tag 1, dann werden, das hat jetzt schon keine Mehrheit, es hat keine Mehrheit in Deutschland, und dann werden die Mehrheiten in diesem Land ganz anders werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte auch übrigens nicht diese Veränderung des Landes, völlig unkontrolliert und ohne dass wir wissen, wer warum kommt. Und deswegen haben wir ab Tag 1 Politikwechsel, das an den Grenzen geändert. Und das ist, um Herrn Knaus aufzugreifen, der Startpunkt. Ich bin mit Herrn Knaus wirklich in sehr intensivem, regelmäßigen Austausch. Wir waren zusammen sogar in Ruanda, haben uns Modelle angeguckt und anderes mehr. Das ist der Startpunkt für europäische Lösung, dass wir jetzt mit den europäischen, der Migrationskommissar war gestern bei uns in der Fraktion auch, mit europäischen Initiativen die Außengrenze sichern. Ja. Sichere Er hat gesagt, sie müssen erfolgreich sein, weil die Enttäuschung der Menschen, die Sie zu Recht beschrieben haben, auch in den Kommunen, dann schwerer wiegt als dann der Erfolg. Aber ich verstehe, dass wir auch da warten, wie es ausgeht. Und wir nehmen Herrn Knaus als warnendes sozusagen Bild an der Wand. Vielleicht ein bisschen kürzer mit Satzvervollständigungen noch ein paar Positionen. Dass ich lange geglaubt habe, es ginge ohne umfangreiche Schulden. Nee, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja. Stimmt so nicht, weil ich immer gesagt habe, es liegt an der Lage. Wir haben in Corona auch massive Schulden gemacht, weil wir die Wirtschaft stabilisieren müssen. Okay. Es kommt auf die Lage an, ob man Schulden machen sollte oder nicht. Dass, Gilt übrigens im Privaten auch. Dass die wollen wir über ihre Schulden reden? Nein. Dass die CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reicher die Arbeit von Robert Habeck gelobt hat? Ist für das Jahr 2022 richtig. Christian Lindners Abschied aus der Politik. Bedauere ich, habe gern mit ihm zusammengearbeitet, wünsche ihm und seiner jungen Familie alles Gute. Dass für die Union keine Frauen im Koalitionsausschuss sitzen werden? Ergibt sich aus der Konstellation, dass wir aktuell bei Fraktionsvorsitz, Generalsekretär, Kanzler Männer sind. Das war auch schon mal anders. Das ist jetzt aus den Positionen heraus. Ist so. Ist halt so. Was soll ich darauf sagen? Ist so. Dass ich durch die der Bestellung Westfale. von zu vielen Corona-Masken einen Milliardenschaden verursacht habe? Würde ich heute manche Entscheidungen anders treffen mit dem Wissen von heute? Ja. Würde ich mit dem Wissen von damals möglicherweise die gleichen Entscheidungen nochmal treffen? Ich weiß nicht, ob sich alle noch erinnern, wie das so war vor Absolut. 5 Jahren in der Not. Möglicherweise auch ja. Dem Papst traue ich zu?
Dem Papst traue ich zu. Ich kenne ihn nicht wirklich. Ich habe ihn den Namen zum ersten Mal gehört. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Auch als Katholik seinen Namen zum ersten Mal gehört am Tag Habemus Papam, der Verkündung. Ich hoffe, er kann die Kirche zusammenführen, zusammenhalten und im Zweifel dem amerikanischen Präsidenten, der sich sehr gefreut hat über den amerikanischen Papst, zeigen, wie wichtig es ist, gut zusammenzuarbeiten mit anderen. Hoffentlich. Dass die deutsche Regierung der Ukraine den Taurus liefern muss, wie Merz als Oppositionsführer forderte? Auch das ist nichts, was man in einem Satz so leicht beantworten kann, sondern es ist auch wieder lageabhängig und abhängig von dem, was Putin jetzt macht. Das Spannende ist ja, über Jahre haben uns viele erzählt, vor allem die Populisten und teilweise Radikalen links und rechts, man müsse endlich Diplomatie walten lassen. Ja. Jetzt wird geredet, wie lange nicht, europäisch gemeinsam, transatlantisch gemeinsam. Und wir sehen, es ist Putin, der den Frieden nicht will, der nicht mal die Waffenruhe will, der in Zeiten, wo gesprochen wird, brutal angreift, wie selten zuvor in den letzten 3 Jahren. Und deswegen wird dabei eines sehr deutlich gerade, Putin will keinen Frieden, er will seine Aggression fortsetzen. Und da muss man möglicherweise mit der ganzen Spannbreite reagieren. Aber es bringt nichts, das tut mir jetzt leid, in Fernsehsendungen einzelne Waffensysteme zu diskutieren. Aber der Punkt ist genannt, was machen wir mit Donald Trump? Sie gelten ja in der CDU als einer, der gute Drähte hat. Sie waren auch in Milwaukee bei einer Veranstaltung der Republikaner. Donald Trump lässt erkennen, dass er möglicherweise nicht zu dem steht, was er den Europäern zugesagt hat, nämlich die Sanktionen mitzutragen. Also das Erratische ist offenkundig ein Problem. An Donald Trump? An Donald Trump. Das Nicht-Verlässliche, das macht es sehr schwer. Andersrum ist eins gelungen. Gelungen vor allem auch aus der Initiative von Macron, dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk, Keir Starmer, dem UK-Ministerpräsidenten Friedrich Merz, jetzt auch Meloni dabei. Es gibt überhaupt mal transatlantische, also europäisch-amerikanische Abstimmung, die nicht immer funktioniert, wie wir sehen, aber es gibt sie überhaupt mal. Und es gibt überhaupt mal Initiativen, auch aus Washington. Also man kann ja über Joe Biden und Donald Trump jeweils denken, was man will. Aber von Joe Biden gab es nicht eine einzige Initiative zum Gespräch. Es gibt jetzt zumindest Gesprächsinitiativen. Reicht das? Hilft das gerade, wie es passiert? Offenkundig noch nicht. Aber es ist zumindest mal eine andere Qualität. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Satzvervollständigung. Von Trump kann man lernen? Wie man nicht mit Bündnispartnern umgeht. Vielen Dank, Jens Spahn. Herzlichen Dank fürs Kommen heute. Gerne. Also ganz ehrlich, was Jens Spahn bei Maischberger abliefert, ist keine Meinung. Das ist ein Slalomlauf zwischen Feigheit und Parteidisziplin. Er sagt nicht, was er denkt. Er sagt, was gerade opportun ist. Erst war er für einen normalen Umgang mit der AfD, klingt vernünftig, aber kaum weht der Wind aus Richtung SPD, zack, ändert sich die Haltung. Und genau das ist das Problem dieser Volksvertreter. Sie vertreten gar nichts, außer sich selbst. Spahn wirkt nicht wie ein erfahrener Politiker, der das Land im Blick hat. Er wirkt wie ein Pressesprecher auf Bewährung, der ständig hofft, niemand merkt, was er gestern gesagt hat. Und das soll dann Demokratie stärken? Nein. Wer so beliebig ist, schwächt die Demokratie. Punkt. Was mich dabei wirklich aufregt, er redet über die AfD, als sei sie ein Problem, das man kommunikativ managen muss, statt sich mal zu fragen, warum Millionen Menschen sie wählen. Aber das traut sich in dieser Runde keiner. Denn dann müsste man Verantwortung übernehmen. Und genau das ist in diesen Kreisen offenbar die große Angst. Wenn ihr auch keine Lust mehr habt auf diese doppelzüngige Politshow, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Spahns Auftritt haltet. Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, über PayPal oder Superthanks geht das ganz einfach. Der Link ist unten in der Beschreibung. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Hier bekommt ihr weiteren Realität ungefiltert.